Hornbach, Alter. Zoo, Aquaristik, Gartencenter und Zimmerpflanzen. Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des Heavy Metal Heimwerker Videovlogs. Echtes Metall und Töpfe und echte Metaller natürlich auch. Wir sind wieder mal in Leoben und sind gerade am Weg zum Area 53 Festival 2026, das 7. Mal schon, dass wir jetzt eigentlich alle da sind. Und ja, es ist Donnerstag, sowohl das Wetter als auch die Frisur hält. Für Profis wie dich. Ja. Holzbearbeitung. Es war aber nie weg gewesen, obwohl das schon wieder über ein Jahr her ist, das letzte Area. Wie jedes Jahr. Tada! Da ist ein Bär. Da ist ein Bär, den müssen wir gleich anschauen. Die Bezi hat nicht übertrieben, da ist tatsächlich ein Bär. Entschuldigen Sie, hat das auch eine Klimaanlage? Ist das zugelassen? Nein, es gibt ein Bier. Ein kaltes Bier. Das ist die richtige Klimaanlage, passt? Dankeschön, dann würde ich sagen, Prost! Ich fühle mich jetzt wie der Hux das Bier austrinkt. Austrinkt! Nein. Es ist eh schon 9 nach 1. Jetzt schon. Hey, mach Ja, einen für Schluck. diesen Plätzchen bin ich inzwischen schon 20 Jahre alt. Und ich fürs Filmen. Danke. Es gibt ja dieses Jahr was Neues am Area. Das hat sich sogar fast gereimt. Bis 90.000. Der ganze Chillout-Bereich da hinten ist fast wieder wie früher. Für die ganz alten Veteranen können sich vielleicht erinnern, dass früher da hinten eine Wiese war. Dann waren irgendwann mal Industriegebäude da oder was auch immer. Und jetzt gibt es wieder Sitzmöglichkeit, Chillmöglichkeit. Und da hinten diesmal die Heiseln. Die zweite Band des Tages, Stadtbegleiter Patriarcha. Ich bin wieder mal Backstage und oh, der Herr Generaldirektor! Servus, grüß dich noch. Ja, Dankeschön. Ja, wieder sehr geil aufziehen alles. Neue Chill-Out-Area. Ja, Wieder ein bisschen etwas umgebaut, wieder ein bisschen was dazu adaptiert, aber der, was mich kennt, weiß, dass du jedes Jahr immer wieder irgendwie überrascht aber wird. Ne? eine Frage, die uns allen schon ein bisschen auf der Zunge brennt. Wie willst du weiter expandieren? Weil jetzt ist der Platz schon langsam vorbei, ne? Das lasse ich mir im Laufe des kommenden Jahres noch mal einfallen. Also, Da gibt es wieder Überraschungen. Schalten Sie nächstes Jahr wieder ein, wo das Ganze wahrscheinlich überdacht ist, auf 2 Ebenen stattfindet. Irgendwas wird mir schon einfallen. Sehr geil. Na gut. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da sein darfst. Ja, gerne. Vor allem wieder die exklusive Ehre, Backstage sein zu dürfen. Ich hoffe, Danke. Ich Gut, hoffe, dass wir eine schöne Zeit vor uns. auf jeden Fall werden wir eine schöne Zeit haben. Aber unsere Zuschauer haben die schönste Zeit, wenn wir da jetzt ins Mikrofon reingrölen. Metal, Alter! Verlassen wir mal dieses... Aldo! Ja, Wo bist du? ja, warte mal, ich wollte gerade das Gelände verlassen, aber die truesten True Metaler aller Zeiten sind da. Bienen, Alter. Bienen aus Schweden, Alter. Bist du narrisch, Alter. Na gut, da kann ich mit meinen Schuhen alles und nicht mithalten. Da muss ich gleich aufs Camping gehen. Schauen wir, was es da Neues getan hat. Camping Deluxe, Hochfeld, Caravan, Murinsel Camping und, oh mein Gott, ganz kleine Pferde. Wie schräg, aber wir gehen jetzt mal zum Murinsel Camping. Ja, grüß Gott. Oh mein Gott, da wieder eine gratis Mitfahrgelegenheit. Sehr schön. Kostet was heute. Kostet was. So, das ist natürlich schon frisch da. Ein zügiger Wind geht durch. Aha, das ist... Da zahle ich gern keine Euros. Das Fußvolk da vorne. Wollt ihr auch mitfahren? Wollt ihr mitfahren? Wir haben noch 2 Plätze. Auf geht's. Diese 100 Meter, die sind es wert. Sicher. Und der Hitze ist gescheiter Ja. vor, dass wir zu Fuß gehen. Die Bar, habe ich gehört, ist jetzt direkt am Eingangsbereich. Genau. Sehr schön, sehr schön. Betsy! Dankeschön! Hallo! Sie bitte dieses Plektrum! Schönen guten Tag! Ja, wir sind angekommen bei der neuen Guten Abend, Campingplatz.
und Bar. Offensichtlich habe ich schon wieder Hasenohren am Kopf. Das muss ich gleich ausgleichen mit einem tiefschwarzen Fächer. Warte mal, was soll ich machen? Ich mache kein Video. Das ist einmal. Warum? Ich mach Videos. Aber man kann ja das ausschneiden, das Foto. Was ich eigentlich sagen wollte ist, man ist immer, bei diesen Damen ist man immer gut aufgehoben. Das heißt, da gibt es pure Verköstigung. Brainbridge Festival, 3 Tage Festival mit Alkbottle, Tuba Bier und April Art. 30. bis Juli bis 1. August, das ist in wenigen Wochen. Hast du gerade Schnapskarten angekauft? Ja, Augustin Schnapskarten? ja, Dazu jetzt Schnapsen am Festival, oder was? natürlich, was sonst? So, sind sie alle um? Ja. Wir sind wieder Backstage und jetzt spielt gerade Eagle vs. Shark. Wirklich, also von diesem Genre, von allen Bands dieses Genres, würde man eigentlich nur Eagle vs. Shark hören. Dann genügt schon, das ist auch richtig geil. Geil, genau. Der Stammtisch, was heißt das? Der Stelzhammer, unser Depper, der Schwur. Mettler! Dresd, Brummler, Bassen! Ich bin ganz deiner Meinung. Und wir wären wieder bei der Bar. Mich treibt es schon gewaltig zum Häusl. Ganz gefährlich da, das mit den Lampen. Was jetzt nicht auf Kamera gebannt wird, ist der Vorgang des Benutzens eines Dixis, aber da ist gerade zugespielt. Okay. Ich hab da gerade irgendwann gefilmt, während der am Dixie scheißt. Richtig geil. Wenn du das Video noch anschaust, dann bitte einen Kommentar. Dankeschön. Jetzt brauche ich ein neues Dixie. What the hell, was wird das? Humal Person tätowieren wir. Nein! Oh, der Baueraufwand! Schmetterling! Wie viel Whisky Cola? 2 Whisky Cola! So, wieder zurück am Campingplatz eingegangen und anscheinend muss ich die Brunhilde unterschreiben. Ich weiß nicht, was ich hier mache und was passiert jetzt da damit. Hast du die Brunhilde auch schon unterschrieben? Selbstverständlich. Oh mein Gott, habt ihr da draußen die Brunhilde nicht unterschrieben? Was hat sie für Menschen? Ein leicht bekömmliches Abendessen. So, das ist eine neue Chill-Out-Area. Da geht es zu den Damen und zu den Herren. So schaut das dieses Jahr aus. Ja, guten Abend. Aber ich muss da wieder raus wegen der Diskretion war. Ich habe die Zustimmung, da steht auf Metal am Bauch. Da müssen wir jetzt, glaube ich, wirklich, da müssen wir jetzt was machen, oder? Gemeinsam. Metal! Danke! Heavy Metal, Alter! Also ich hab glaube ich, einen Anachronismus entdeckt, während das ist nicht historisch korrekt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Jesus damals nicht diesen komischen preußischen 19. Jahrhundert Bord gehabt hat. Aber
Genaues weiß man nichts nicht. Genaues weiß man nicht. Ich meine, wir sind jetzt halt auf einem Historical Festival, sondern wir sind auf einem Festival, wo man rund um die Uhr schreit. Area 50. Area. Metal, Alter! Und natürlich Most Wanted! 4 Euro Spritze, 3,06 Euro Flyer da eingeblendet. Und natürlich vorbei, gratis Tauchen, gratis Camping, Highland Games, Karaoke, Aussatz dabei. Es wird super. Du bist auch dabei, oder? Schauen wir mal. Enttäusch mich nicht, Maldo. Schauen wir mal. Enttäusch mich nicht. Das ist eine reine Geldfrage. Da gibt er dann die Kontodaten. Überweis uns und mit dann, 10 Euro oder so, dann passt es. häng ein paar Nuller hinter das Komma und dann geht's schon. 10.000, das gut. Und ich bin zu betrunken, um mir irgendwas Intelligentes anfangen zu lassen. Deswegen macht man so, wir brauchen eine kurze Auszeit und sind ein bisschen spazieren. Wir schauen jetzt nämlich zum Camping Deluxe und zur Bavarian Village. Du hast gleich ganz andere Temperaturen. Ja, da ist gleich viel kühler und under the bridge ist es gleich viel kühler. Da ist nämlich auch eine eigene Stadt im Gelände, schau da. Camping Deluxe Bavarian Village, da gibt es nämlich auch das Schutzhaus und da schauen wir jetzt mal hin. Ich glaube, da drüben ist das Deluxe Camping, da rockt Leoben und da ist dieses Schutzhaus. Es ist auf jeden Fall... Alter! Auf jeden Fall, da ist es sehr gechillt, muss man sagen, es ist cool. Die Sonne ist schön. Das gefällt uns. Es gibt eine Bar und Sitzgelegenheiten und wahrscheinlich auch was zum Essen da drinnen. Und hier sitzen träume ich nicht, weil sonst brauche ich neue Hose. Ja, so diese Bavarian Village, das ist schon ein ganz guter Chill-Rückzug. Vor allem, weil die Sonne da schon ein bisschen früher unten verschwindet. Und es ist leiser, gechillter Campingatmosphäre. Also, das ging von direkt vor der Bühne. Und wen findet man in der Bavarian Village? Man findet da einen Großteil der Spritzdollar Erlaufburm. Und genau, der neue Name. Gell? Und sie müssen natürlich genau eines machen, damit der Vertrag abgeschlossen ist, damit alles und in feuchten Tüchern, trockenen Tüchern ist, genau, damit alles notariarisch gereinigt ist. Genau, deswegen muss man nämlich Folgendes machen. Scheiße. Und heute... Und heute ist erst der erste fucking Tag in der Box. Ich erpacke es nicht. Das war jetzt wirklich schöne Abkühlung auf der Bavarian Village. Bavarian Village, ja. Und jetzt schauen wir uns den Cavalera Max, unseren Bruder. Da hinten startet schon, hinter diesem schwarzen Monolith wird gerade der Cavalera Max. Startet gerade das KOC-D-Set, Alter. Und wir sind am Weg dahin. Wir sind gleich da. Prost! Biotech ist Godzilla, Alter. Die Cavalera-Brüder auf der Bühne. Wie geil.
Dem Stadtgebiet sind wir soeben am Gelände angekommen. Die Wettervorhersage sagt leider ziemlich dasselbe, was unsere Katzen sagen, nämlich mau. Ja, Unwetterwarnung heute am Nachmittag. Das heißt, es kann alles passieren, aber hoffentlich wird es nicht so schlimm. Wir werden sehen. Weil ich gestern öfters darauf angesprochen worden bin, dass ich jetzt mit YouTube und so weiter vielleicht aufhöre, wegen meinem Video, das ich neulich da rausgebracht habe. Es wird sich vielleicht einiges ändern, aber die Area-Videos, also die werden sicher bleiben. Also keine Sorge, solange ich aufs Area gehe, wird es da eine Videoberichterstattung geben. Also alles gut, alles gut. Und da wären wir wieder. So, da hinten bauen schon The Devastation auf. Ich würde sagen, für den Nachwuchs wäre gesorgt. Ja, zum Glück haben sie Pfeile hingemacht, sonst hätten wir natürlich nicht gesehen, worum es da geht. Du weißt, die Jägermeisterbrücke ist schon fast vollständig bestückt. Auf der anderen Seite schon bereits bis zur Hälfte fortgeschritten. Ein Wahnsinn, gell? Ein Wahnsinn. Komplett. Sind wir schon fit genug? Metal, Alter! Sind wir immer! Aber ich will auch mitmachen. Okay. Metal, Alter! So, wir schauen jetzt in die Barbarian Village. Die Party Barbarian Village. Schauen wir, ob unsere bayerischen Freunde dort sind. Und vielleicht sogar ein Getränk für uns bereit haben. Die haben sie verschrieben. Barbarian Village. Alter, Wasser. Wie oben rockt. Waren wir da gestern eigentlich schon? Ich glaube schon. Ja, sicher, das ist cool. Wir waren gestern schon da. Alles klar. Ja. Legendäres Utensil vom Guterlachs-Gig 2023 hat da seine ewige Verewigung verewigt gefunden. Ja? Quasi eine Statue. Eine Statue, genau. Und da drin ist das Schutzhaus. Ich war zwar schon mal drin, aber ich habe alles vergessen, also schauen wir einfach nur mal rein. Sollte eigentlich wirklich viel Platz bieten. Bitte da Platz für spontan Übernachter, die kein Zelt und nichts haben. Also das ist sehr großzügig alles. Ja, da geht's raus zum Barbarian Camping. Und da geht's runter zu den wirklich unglaublich großzügigen, kostenlosen Toilettenanlagen. Der Wacheber. Und das sind wirklich tatsächlich Toilettenanlagen, die keine Wünsche offen lassen. Also das muss man sagen, das ist schon allererste Güte. Sötzner helles Vollbier aus der Privatbrauerei. In Bayern nehme ich mir an, weil wir sind in der Bavarian Village und werden gerade mit gutem Gesöff versorgt. Da ist es gemütlich bei unseren Nachbarn. Ich habe gehört, diese Bavarian Village Gesellschaft hat in den Real Bavarian, also in Bayern, ein Festival, dieses Tulbach Open Air. Mit Destruction, Infected Rain, Periodic, also kann sich sagen lassen, wo ist das Datum? Oberes Datum 6.8. bis 9. August, also in ein paar Wochen. Camping for free. Wo findet man das? Gibt es eine Website? Natürlich gibt es das Dolberhof.de. Schaut's vorbei, Camping for free. Geile Steaksemmeln. Die besten Steaksemmeln, die ich jemals gegessen habe. Die was? Die besten Steaksemmeln del Mundo. Steaksemmeln. Die besten Steaksemmeln, die ich jemals Achso, gegessen habe. Steaksemmeln. Ja geil, wenn es Semmeln gibt, dann bin ich dabei. So, laut Wettervorhersage könnte es in den nächsten 15 Minuten anfangen, gefährlich zu werden. So, es beginnt. Wir sind da in der bayerischen Schutzhütte und da werden gerade ganz viele Menschen
werden jetzt bald, Klimmzüge machen, um diese Hütte zu stabilisieren. Ja, und dabei Bier trinken. Der Herr Humaldo hat jetzt eine Spezialaufgabe bekommen, nämlich... Ich kann das nicht mehr aufheben. Extra der Oma stehen. Also, das ist also eine sogenannte Kosmos. Kosmos. Prost. Was, Alter? Prost. Jawohl. Romano, du machst es. Muss 2 Augen runter trinken, gell? Oh, der war weit weg. Das hat er nicht geschafft. Was muss ich aber trinken? Ein Auge, aber Ringel. Satz, Ja, natürlich. Oder hängen Wir sind ja nicht so blöd da. bin doch keine 30 mehr. Ihr wollt mich speiben sehen, ihr wollt mich speiben sehen. Es wird nichts. Sag mal, wie das geht. Genau. So jetzt. Lasst es dann Leck! So jetzt. Also, ich schneide es dann so zusammen im Video. Dass ja, easy! Das war was ihr habt. Aussetzt. So, in der bayerischen Stadt hat sich das Wetter wieder verbessert. Der Pavillon ist wieder aufgestellt. Aber wer ist jetzt bitte der fucking Bürgermeister? Wo ist der Bürgermeister? Natürlich hat man als Bürgermeister eine Krone auf, so ist es halt. Er ist es. Was sind so deine Aufgaben als Bürgermeister in diesem Dorf? Für Ruhe und Ordnung sorgen. Hat aber nicht ganz hin. Das heißt, früh schlafen gehen. Ja, und eher aufstehen. Sehr schön. Aber Cool. jeder kann auch. Okay, na passt. Dann regieren Sie munter weiter. Mitleute! Oh, mit bürgermeisterlicher Absegnung. Wie geil. Mitleute! Also so eine Schlange, das ist relativ neu, muss man schon sagen. Da wird gut gefühlt. Am Area 53 wird genagelt, dass alles aus ist. Wahrscheinlich auch da hinten am Campingplatz in den Zelten. dahinter. Oh mein Gott, ab sofort ist mein Video nicht mehr jugendfrei. So, weiter geht's. Ja, wir sind wieder bei der Bahn. Zum Glück hat sich die Unwetterfront komplett verzogen. Eine Viertelstunde Regen und das war's. Jetzt wieder alles gut. Was sind das für Ohren? Mir ist etwas zu Ohren gekommen. Und warum? Warum sind deine so scheiße? Und warum haben wir zwar noch keine Scheiße Ohren? Ja. Oh mein Gott! Wir wurden zu Tieren verwandelt. Da würde ich sagen, dann saufen wir tierisch rein, gell? Oder was bin ich? Das lustige Ratespiel. Wer sind wir? Bei mir ändert sich nicht viel. Ich kann es nicht sagen. Das kann von Maus bis Elefant alles sein. Elefant. Tröd. Es ist schon zu später Stunde, wir sind am Campingplatz und wir haben Dimitri von The Devastation und ich muss jetzt einen wichtigen Schritt lernen im Leben, nämlich das ist mir extrem wichtig, dass man Folgendes sehr laut schreit. Nicht, Leute! Sehr schön, eine Lektion fürs Leben. Jetzt spielt gerade der Dirk Schneider. Und ich hätte mir wirklich gerne, aber Leider ist es so weit weg. neben uns ist der österreichische Dirk Schneider gesessen, den wir jetzt gerade nicht filmen können, aber das war quasi ein Zwillingsbruder. Wurscht. Disco!
Aber es ist gerade so gemütlich da. Es ist so ein geniales Fest. Und ich glaube fast, dass wir den Dirk Schneider nicht sehen werden, weil wir dann erst zur Arch Enemy gehen. Auf einem Festival, man kann nicht alles sehen. Man kann nicht alles sehen. Man kann nicht alles sehen. Und man kann auch nicht alle töten. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Grüß Gott. Guten Abend. Haben Sie gewusst, dass sehr viele Menschen Alkohol konsumieren? Nein. Ja, wenn Sie gewusst, dass Menschen betrunken sind, wenn sie saufen? Nein. Wie unverantwortlich. Mit so einem unverantwortlichen Menschen sind Sie verheiratet und gleichzeitig noch ein... Er ist schon wieder dahin. So, ein kurzer Start, Arch Enemy. Wir sind immer nur auf diesem Campingplatz, Bar-Dings, weil es so leibend ist. Ich hab Schweinsohren am Kopf. Genau. Und Arch Enemy müssen wir uns anschauen. Er ist so tief was den, in jungen Jahren, zeitmaschinenmäßig dahergereist. Aber es ist alles wurscht, weil wir schreien jetzt ganz laut Metal! So, pure fucking Metal, Alter. Arch Enemy mit der neuen Sängerin starten in Kürze und ich muss sagen, man sieht es am Video nicht, weil es so finster ist, aber es ist sehr, 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 sehr gut besucht. Ich komme bis 12 Stunden, aber ich bis 3 und dann schreiben wir mit. 3 schwer. Ja, gut. Okay. So. Passt. So. Ich tue es. So. Geht schon. 2, 3. Metal-Oida! So, die Rechnung wird in den nächsten Wochen per Post verschickt. Dankeschön. Danke, sehr hilfreich. Danke, alles gut. Metal-Oida! Sehr schön. Geil, danke dir. Geil, Schönen Abend. Viert euch. Während unsere Außenkorrespondenten schon fleißiger von der Jazzgitti berichten, am Gelände sind wir nur im Hotel, gönnen uns einen verlängerten Schönheitsschlaf. Ich meine, nicht jetzt tragt sie und ich mache ein Video, aber vorher haben wir schönheitsgeschlafen. Ja, wir gehen jetzt demnächst auch wieder aus ein Festival. Ja, das Wetter schaut heute wieder ganz gut aus. Und meine Stimme ist traditionell wie jeden letzten Tag am Area völlig im Arsch. Während sie die PC drinnen für den dritten und finalen Tag des Area 53 Festivals frisch macht, werde ich noch schnell ein paar Sachen erwähnen, wie zum Beispiel, euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass auf meinem Kanal auf Maldo Rock da immer so live angezeigt wird. Ich habe jetzt schon seit ziemlich langer Zeit, eigentlich schon einem Jahr circa, einen 24-Stunden-Livestream laufen, wo immer wieder Videos von mir zu sehen sind, also ältere Videos quasi via TV-Sender. Aber, und das wissen vielleicht viele nicht, ich spiele da ganz viel Musikvideos von österreichischen Bands, um diese zu promoten. Und ja, das war so meine Aufforderung an euch, wenn ihr eine Band habt und ein Musikvideo habt, dann nur her damit, nehmt Kontakt auf mit mir, dann kommt das in diese Playlist und dann wird es auch auf Humaldo Rockt TV wird dann euer Musikvideo gespielt. Das würde mich sehr freuen und das soll so ein bisschen mein kleiner Beitrag sein, um die österreichische Underground-Szene, die Bands da in Österreich zu supporten. Außerdem habe ich auch noch was anderes, um euch zu supporten, nämlich meinen Underground Award, die leibende Zwetschgen nennen sie der. Und ja, das heißt, ihr könnt, wenn ihr irgendwas Cooles geschaffen habt, also das muss jetzt nicht Musik sein, das muss jetzt nicht ein Musikvideo oder was sein, aber es kann es natürlich auch sein. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt irgendwas aus eigener Kraft, irgendwas Cooles geschaffen und ihr hättet gerne ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen, dann meldet euch bei mir, reicht dieses Werk ein und ich werde es in meinem wöchentlichen Livestream vorstellen als die leibende Zwetschgen der Woche.
Und ja, ich glaube, das ist auch eine ganz nette Sache. Genau, das war's dann schon wieder mit der Eigenwerbung. Ich hoffe, wir stimmen heute durch, weil wir sind in Kürze wieder am Festival und da wird sicher noch einigen Bedarf geben, meine Stimmbänder zu verwenden. Metal, Alter. Scheiße. Wir 4 fahren jetzt endlich aufs Festival. Da arbeiten wir wieder. Prost. Jetzt geht. Oh mein Gott, das wird mir da gereicht. So, das ist also das heutige modische Accessoire. Was heißt Nachmittag? Gibt's Nur für Nachmittag. Für den Abend gibt es also auch nichts. Alle helfen mit, damit da alles sauber und ordentlich bleibt auf diesem Festival. Most wanted! Ach so, grüß euch. Hallo. Was macht's nächstes da? Ich weiß nicht, ich war auf einmal da und jetzt bleibe ich. Na, passt. Most wanted! Was hast du gestern gemacht? Das. What the fuck? Du, es war nicht so dramatisch, das hat es halt doch, aber das ist gut wieder runtergegangen. Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass da kein Superkleber involviert war, gell? Test. Alter. Sehr schön. Da trifft man Leute. Sehr schön. Ich würde aber mal meinen bildungstechnischen Auftrag erfüllen und euch ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen. Aber wenn ich überhaupt keine Stimme habe. Da ist er, da eine Band. Ihr seid ja diese Weniger Hill, gell? Ja, grüß dich. Kann ich euch mal zu einem kleinen Interview führen? ihr müsst reden, ich habe keine Stimme mehr. Mit der Stimme gerne. Okay, hab's kurz Zeit? Hier spielt ihr heuer wieder am Area 53 und den kenn ich doch. Treu, und du spielst auch Weniger Hill. Ja, sehr schön. Und wer seid ihr? Seid ihr auch von der Band? Das gehört auch dazu, ja. Du bist ganz von Anfang an dabei, oder? Am längsten, ja. Seit wann gibt's Weniger Hill? Seit 2007. Das heißt nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum. Aber wir feiern in 2 Stunden schon vor, würde ich sagen. Sehr schön. Genau, und du bist der neue Zugang, oder? Wenn man so sehen kann. Ja, mittlerweile nicht mehr, aber ja. Also, der letzte. Ja, der letzte, ich bin der Tom. Hi. Ich hab die Heavy Vocals. Ja, mittlerweile jetzt auch schon 4 Jahre sind es auch schon, Ja, sehr schön. Ja. Gut, ich werde die Burschen ein bisschen begleiten, wie es dann aufbauen und sie vorbereiten, so ein bisschen diese, was diese Rockstars hinter der Bühne so erleben. Das wird heute magisch einfangen auf YouTube und Instagram. Was sagst du mal, wie breit wir wirklich reinschauen können? Na passt dann. Machen wir. Bis später. Ja, wir sehen uns später. Da oben bereitet sich schon die nächste Band vor, die dann spielt. Ja, und da steht auch schon das Equipment von Weniger Hill. Das wird dann in einer halben Stunde aufgebaut, da oben, während die andere Band spielt. Jetzt bin ich gerade vom Backstage verscheucht worden, weil wie erwartet ist, das Equipment, das da überall herumsteht, das gehört alles zu In Flames. Das sind mit 3 LKWs da, die sind alle da hinten geparkt. Also die lassen heute Abend als Headliner und Abschluss vom Area nichts anbrennen, diese In Flames, Alter. Ganz kurzen Einblick in die Kantine quasi. Aber da muss ich halt nicht kurz, weil das ist die Safe Space für die Bands. Ne? Diskretion Backstage. Also, Backstage ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, Arbeit, höchst konzentrierte Vorbereitungs- und Relax-Arbeit. Aber das ist jetzt, was man sich klassischerweise so vorstellt, der Backstage mit Drogen und Party. Das gibt es nur in den Märchen. Sehr viele Sachen warten darauf, gespielt zu werden. Marshalls, ja, ein Stangelreinigungsgerät, das ist auch sehr wichtig auf der Bühne. Die Stagehand Crew von der Area, die muss auch mal gewürdigt werden, ja sicher. Okay.
selbst auch Zeit. Das ist ja wichtig, das ist ja allerwichtigste. Was ihr leistet, ist ja Wahnsinn. Und das kriegt man normalerweise als Besucher schon gar nicht mit, was da liegt. Also das ist ein Video. Genau, das ist ein Video. Das ist quasi ein Foto. Das ist ein Foto, aber in Gleichzeit. Ein Shoutout zu der ganzen Crew da. Immer wieder ein Kraftakt, was ihr da leistet, 3 Tage. Rund um die Uhr da. Das ist unglaublich cool. Mettler! Und los geht's. Da wird schon das Schlagzeug aufgebaut. Und da kommt das Equipment für Gabelstapler. Alles Sound steht da auf der Bühne schon. So arg, was da ist, in so ein kleines Kastel reinpasst heutzutage. So im Endeffekt rennt so, während die Band da hinten startet, bereitet sich die nächste Backstage schon auf dem Auftritt vor, weil sonst hätte das logistisch ja alles nicht funktionieren. Die nächsten Instrumente, und ich stehe natürlich im Weg, das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Ist okay, alles okay. Ein Kameramann müsste unsichtbar sein, wie ein Ninja. Genau. Aber da bin ich leider ein bisschen zu platt dafür. Jetzt geht der Gig von der nächsten Band los. In der Tenne, wo am Abend wieder die Party abgehen wird, bereiten sie Vinegar Hill jetzt auf den Auftritt vor. Sie sind schon gedresst, ganz fesch, sehr fesch angezogen. So fesche Buben. Ja, so fesche Buben. Zum Anbeißen. Dehnungsübungen sind auch sehr wichtig. Der ist ja auch so viel fesch. Das ist ja arg eigentlich. So, in ihr Systeme, Kopfhörer Bei schwitzigen Rocken. werden da montiert, weil die Musiker müssen ja auf der Bühne auch was hören. Und die nächste Band bereitet sich ja schon vor. Das heißt, das ist durchgetaktet. Das Wichtigste natürlich. Oder das darf nicht fallen. Die Stärkung vom Auftritt. Was sagst du? Prost! Auf einen geilen Auftritt, Burschen. Was rauscht da viel? Das ist immer Nervenkitzel. Nervös? Nein, entspannt. Entspannt. Podest leer. Und das Spiel geht von vorne los. Einmal festmachen vorher, für die Buben. Punktlandung. Liebevoll, nein, liebevoll. Oh, der Günther! Günther, Prost! Prost! Da lebt sie, von den Rettungsdienst. Ich hab keine Stimme. Ich hab keine Stimme. Das heißt, du musst mir helfen jetzt beim Schreiben. Ne? Mettler, Alter! Rutscht vor, machen wir noch zusammen ein Foto. Brav gemacht. Danke. Brav gemacht, alles gut. War eine hitzige Partie.
So, und jetzt wieder alles rückbauen. Genau, warte, da ist noch ein Stab. Da steht schon das nächste Schlagzeug. Das heißt, ihr kennt das Spiel inzwischen schon. Gut gemacht, Gratulation. Danke. Ja, ich glaube, meine Arbeit hier ist getan. Alles dokumentiert. Gut gemacht, gut gemacht. Dankeschön. Jetzt Ohne euch. Jetzt wird gefeiert. Jetzt wird gefeiert. Aber nur mit euch zusammen. Es gibt jetzt um 18 Uhr Signing Session, gell? 18 Uhr. Ich meine, mein Video kommt erst später aus, als die Signing Session, aber wurscht. Wir drehen die Zeit zurück und fertig, oder? Kommt selber zur Signing Session. So, irgendwie ist vorbei. Ich brauche einmal eine Pause, eine kurze Pause. Für euch. Man weiß, wann das Festival zu Ende geht, ist, wann die Bar dazu sperrt. Es ist so traurig. Wir sehen uns nächstes Jahr. Papa, liebe Bar. Papa. Dann wisst ihr, wie genial das ausschaut, alle mit dir. Ah ja, wir haben ja jetzt auch was. Ja, Kopfbedeckungen sind sehr wichtig heutzutage. Es kommt ja Regen. Das ist wichtig, dass man. Oder es könnte irgendeine Situation entstehen, wo man ein Einhorn braucht. Oder eine Hummel oder eine Biene. Also, ich habe auch mein Wenn Zeug man dort. so machen will vielleicht. Oder so. Wie wäre spontan und so öffnen. Oder Unvorhergesehenes passiert, oder? Geil. Da brauche ich mal Fantasie, aber die habe ich schon nichts so. Ja, genau. Mitleid brauchen wir, oder? Ah, das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich eh nur Leitungswasser. Ja, sehr kalkhaltig, ja, aber. Und jetzt alle gemeinsam, wir lassen ein letztes Mal noch das Festival hochleben und vor allem diese Kitty. Cat Butterfly Bar! 1, 2, 3. Dankeschön. Wir gehen wahrscheinlich ziemlich sicher sogar, zum letzten Mal mit Leute. Wir gehen zum letzten Mal dieses Jahr vom Campingplatz zum Festival. Jetzt ist gleich der Höhepunkt. Dann spielt Pain und In Flames, Alter. Und ich glaube, jetzt diesen Moment der Pilgerfahrt, Pilgerreise, können wir jetzt zur Abmoderation nutzen. Ja, es war wieder sehr, sehr lässig, sehr, sehr geil. Dieses Area brauche ich eh nichts dazu sagen. Ich mache das jetzt schon zum 7. Mal und es ist eh immer ein Traum. Leibende Leute, super Leute, einfach ganz viel super tolle Gespräche und nette Menschen, die man kennenlernt, gute Stimmung, es passt alles. Es ist einfach, wie ich sage immer, es ist so ein bisschen wie ein riesengroßes Feuerwehrfest, nur mit Mettler. Ja, na passt. Dann herzlichen Dank fürs Zuschauen, für euer Treue da auf meinem Kanal. Glaubt's am nix. Auf meinem Kanal, da seit vielen, vielen Jahren dabei zu sein. Wie gesagt, keine Angst. Aber wenn sich mein Content ein bisschen verändern wird oder einfach weniger kommt, das Area ist fix. Also die Videos sind, die werden bleiben. Na passt, dann würde ich sagen, schauen wir, was noch passiert. Aber es wird sicher ein würdiger Abschluss des Area 53 seit 2026. Prost! Extremes konzentrieren. So. 1, 2, 3. Ich hab's ja wie Profis gemacht. Es gibt kein Profis. Das ist ein besseres Metal. Nein, das war das Allerbeste von aller Zeit. Ich kann jetzt aufhören. Ich brauche nie wieder was machen. Besser wird's nicht mehr. Du hast den Arsch auf seit Jahren, du hast den Arsch auf da.
Also das ist scheiß geil. Also wirklich. Wirklich. Quietschente. Die haben auch daheim, gell? Das ist euer Applaus. Ohne euch würde das nicht so funktionieren.